Heute bei Juliana Matthäus nutzen wir das Abfallprodukt Kokosnussschale und fertigen damit wunderschöne und nachhaltige Ohrringe, die Coco Hoops. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Ja, weiße Strände, grüne Palmen, türkises Meer, daran denken wir, wenn wir an die Coco Hoops denken. Denn die coole Knotentechnik auf den Kokosnussringen machen sie einfach zu einem perfekten Statement-Piece für den Sommer. Ja, diese Coco Hoops fertigen wir mit Kokosnussringen und gewachsenen Baumwollgarn und einer super einfachen Makramee-Technik. Wer davon nicht genug bekommen kann, kann sich auch eine ganze Kette daraus fertigen, so wie ich sie gerade trage, und zusammen mit den Hoops kombinieren. Diese Coco Hoops gehören zur Kategorie Ready to Craft und das bedeutet wie immer, dass ihr keinerlei Erfahrung im DIY oder Makramee mitbringen müsst, um euch selbst coole Pieces zu schaffen. Denn wie immer zeige ich euch Schritt für Schritt, was genau zu tun ist, bis euer fertiges Piece entsteht und ihr macht einfach direkt mit, pausiert immer, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr mögt und dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr das Juliana Matthäus DIY-Set für die Coco Hoops schon da habt, dann kann es direkt losgehen, denn wie immer habt ihr alles schon da, was ihr braucht, in der richtigen Menge und nachhaltiger Qualität. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch unbedingt dieses Video, wenn es euch gefällt, und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer zukünftigen Kollektion mehr verpassen. Dann lasst uns mal gemeinsam in das DIY-Set schauen. Als erstes haben wir hier einen Umschlag mit Informationen zu eurem Projekt, dann unsere Kokosnussringe, zweimal gewachstes Baumwollband, unsere Ohrstecker in Silber oder Gold und eine Stopfnadel. Daraus fertigen wir jetzt unsere Coco Hoops. Wir benötigen jetzt als erstes einen der Kokosnussringe und einen Ohrringverschluss und werden den jetzt einmal auf der Rückseite befestigen. Dafür habe ich den Stecker jetzt einmal abgemacht und hier nur das vordere Teil in der Hand mit diesem flachen Kopf. Und genau den befestigen wir jetzt mit ein bisschen Sekundenkleber oder ein bisschen Heißkleber, je nachdem, was ihr da habt, auf der Rückseite, das ist die hellere Seite oder die konkave Seite unseres Rings. An welcher Stelle genau ist im Prinzip total egal. Ich platziere den Stecker jetzt hier genau so, dass er flach aufliegt und packe jetzt ein bisschen Kleber eben auf diese flache Seite. Es reicht hier ein ganz kleines Tröpfchen. Dann positioniere ich mir das einmal und drücke es schön fest, sodass es oben und unten nicht übersteht. Ja, und wenn mir die Position gefällt, dann lege ich das Ganze einmal trocknen und am besten für 24 Stunden. Wenn ihr den Verschluss auch noch auf den anderen Ring angebracht habt und das Ganze getrocknet ist, dann kann es weitergehen. Ihr könnt euch hier einmal euer Band zur Hand nehmen, das erste zumindest schon mal, und es einmal in der Mitte trennen. Ihr braucht nämlich diese 2 Bänder jetzt für einen Ohrring und habt dann noch quasi ein anderes Band, das ihr auch nochmal in der Mitte trennt für den anderen Ohrring. Ich nehme jetzt meinen Kokosnussring mit dem Verschluss wieder dazu und führe jetzt meine Enden einmal von oben nach unten durch den Ring und ziehe so ein Stückchen daran, sodass links nur noch ungefähr so 5 bis maximal 8 cm überstehen, die wir dann am Ende vernähen. Ich halte mir hier jetzt mein Band mit dem linken Daumen einmal fest und gehe mit dem Band, was ich in der rechten Hand habe, einmal hier gewickelt um mein Band, was ich in der linken Hand habe, drumherum, sodass es über das Band hier links geführt wird. Und das Ganze mache ich genau da, wo der Verschluss angebracht ist, sodass ich hier also einmal rechts und links um den Verschluss gehe und den hier so noch ein bisschen zusätzlich befestige. So, das war die Vorbereitung. Jetzt geht's los mit dem Makramee-Knoten. Wir legen uns unser Band hier mit der rechten Hand immer wie eine Schlaufe unter den Ring. Dann führen wir hier das Ende von unserem Band einmal durch den Ring und durch die Schlaufe von oben nach unten durch und ziehen das Ganze einmal fest. Achtet dabei darauf, auch bei allen zukünftigen Knoten, dass unsere Bänder immer schön parallel liegen und sich nicht überlappen. Es wird dann deutlich ordentlicher, also stellt bitte nach jedem Knoten sicher, dass sie schön nebeneinander liegen. Jetzt geht es genauso weiter. Wir bilden wieder eine Schlaufe, ziehen das Band hier einmal durch den Ring und direkt durch die Schlaufe hindurch. Dann ziehen wir das Ganze wieder fest. Ja, auch hier merkt man wieder, dass sowas irgendwie viel komplizierter aussieht, als es tatsächlich ist. Die Technik ist eigentlich super, super einfach. Ich mache also wieder eine Schlaufe, ziehe
zieht das Band hier einmal von oben nach unten durch und macht das Ganze fest. Das wiederhole ich jetzt so häufig, wie es auf eurem Spickzettel zu sehen ist. Und dann treffen wir uns wieder, um die Enden zu verarbeiten. Wer den Knoten jetzt noch einmal sehen muss, spult bitte ein bisschen zurück, guckt sich das nochmal an und macht es einfach in seinem Tempo nach. Dann sollte das Ganze so aussehen. Das ist eine schöne, gleichmäßige Knotung und auch von der Rückseite sieht es richtig gut aus. Wir haben jetzt die Enden noch hier hängen, da zeige ich euch gleich, was wir damit machen. Aber zuerst bereiten wir die andere Seite vor und zwar genau spiegelverkehrt. Damit meine ich nicht, dass wir den Knoten jetzt anders machen müssen, sondern dass er einfach hier auf die andere Seite platziert wird. Und wie wir das machen, sodass wir auch den Verschluss dann an der richtigen Stelle treffen, zeige ich euch jetzt. Wir fangen jetzt einmal ungefähr gegenüber von unserem Verschluss an. Und zwar genauso, wie wir es auch zuvor gemacht haben. Wir legen unser Band hier einmal in unseren Ring, wickeln dann hier einmal über unseren Anfang. Diesmal ist der Verschluss dort nicht platziert. Und dann kann es einfach weitergehen mit unseren Knoten. Die machen wir genauso wie zuvor auch. Ich halte mir hier mit meinem linken Daumen den Anfang einmal fest, bilde dann wieder meine Schlaufe und führe meine Enden durch die Schlaufe. Das macht ihr jetzt genauso häufig wie beim ersten Mal. Und den letzten Knoten, wie ihr den platziert, das zeige ich euch dann gleich nochmal. Übrigens findet ihr auf unserer Website unten in der Bio auch noch viele weitere super coole und einfache DIY-Projekte, die ihr alleine mit Freunden oder auch verschenken könnt. Also schaut doch gerne im Anschluss mal vorbei und sucht euch euer nächstes Projekt aus. Wenn euch Knotentechniken gefallen, dann empfehle ich zum Beispiel den Mila Belt, also einen Gürtel, den ihr auf eure individuelle Länge fertigen könnt, oder die Markt- und Strandtasche The Market Bag. So, ich bin jetzt beim letzten Knoten hier angekommen. Ziehe mir das einmal so ein bisschen rum, sodass der nächste Knoten hier genau um unseren Verschluss platziert wird. Dann lege ich mir meine Schlaufe, sodass sie links von dem Verschluss anfängt und rechts davon gelegt wird. Wickel das einmal hier wieder drum, das Band, ziehe es durch meine Schlaufe und ziehe das fest, indem ich es hier direkt um den Verschluss befestige. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Alles klar. Dann können wir als nächstes unsere Bänder hier vernähen. Nehmt euch bitte eure Stopfnadel dazu. Diese Bänder hier möchten wir jetzt unter die Stege auf unserer Rückseite, da wo der Verschluss ist, durchziehen. Ich führe jetzt also die Nadelspitze hier einmal unter meine Knoten. So unter 4 bis 6 Bänder würde ich ungefähr empfehlen. Achtet darauf, dass ihr nicht durch ein Band stecht, sondern wirklich darunter liegt, denn das macht es euch gleich viel einfacher, die Nadel einfach durchzuziehen. Dann fädel ich hier meine Enden von meinem Band einmal durch mein Nadelöhr. Und wenn beide Enden dann eingefädelt sind, dann kann ich gleich meine Nadel einfach hier nach links durchziehen und nehme die Enden damit einfach automatisch mit. Zieht dann also so weit, dass die Enden hier komplett rauskommen. Dann guckt noch einmal, dass die Knoten so sitzen wie auch zuvor. Und macht das auch auf allen anderen Seiten bitte. Also alle Seiten, die jetzt noch unvernäht sind hier, alle Bänder, die noch einfach rumfliegen, die sollen jetzt einmal vernäht werden. Und danach zeige ich euch, was wir damit machen. Also wir schneiden jetzt die Bänder, wenn wir die vernäht haben, einmal genau dort ab, wo sie rauskamen. Nehmen uns so ein Tröpfchen Sekundenkleber oder Heißkleber dazu und tröpfeln das so ganz vorsichtig hier einmal auf die Enden von unserem Band. So franzt es dann später nicht aus und bleibt auch an seiner Position. Und dann heißt es, einmal noch ein wenig trocknen legen und dann sind sie fertig, eure Coco Hoops. Ihr könnt dann den Stecker natürlich noch drauf schieben und sie dann bald genauso tragen. Ja, besonders schön ist, dass sie halt komplett spiegelverkehrt sind und so das Gesicht einfach richtig, richtig schön umrunden. Ich empfehle dabei, die Seite mit den Knoten immer vom Gesicht abgewandt zu tragen. Viel Spaß! Ja, mit den fertigen Coco Hoops seid ihr bestimmt schon richtig in Sommer- und Urlaubslaune. Ich auf jeden Fall. Freue mich auch schon total auf unser nächstes gemeinsames DIY- oder Nähprojekt und auch darauf, eure heutigen Resultate zu sehen unter dem Hashtag Juliana Matthäus on Me. Nutzt den doch gerne, wenn ihr Beiträge in Social-Media-Kanälen teilt. Also bis zum nächsten Mal, fühlt euch gedrückt.